Sprite. Er kommt aus England und er ist ein absoluter Hingucker. Hier haben wir eine ganz besondere Version mit Carbon-Optik, die hier drauf ist. So viel kann ich euch schon sagen. Es ist wahrscheinlich kein nächstes aufgedruckt, aber es sieht unglaublich schick aus. Und was alle Sprite-Wohnwagen haben, oder ganz, ganz viele, ist viel Licht, was man hier sieht. Also du hast unglaublich große Fenster. Alles ist anders wie das, was man kennt. Und zwar alles. Das ist der Cruiser und das ist Steffi. Grüß dich, Steffi. Hallo, und ich habe hier den Schlüssel. Du hast den Schlüssel. Und ich bin total gespannt, weil ich bin überhaupt noch, ich glaube, ich war einmal in einem Wohnwagen mit dir und das war's. Das war's. So, Cruiser heißt der. Sprite, hier ist das Vögelchen, das ist das Logo, was drin ist. Er hat viel zu bieten, denn dieser Wohnwagen ist ganz anders wie alle anderen Wohnwagen. Fängt an, warte kurz, Steffi, ich film mal gerade ab. Das ist der Sprite Cruiser 520 SR Raumbad Queensbett Modell 2021 mit allem drum und dran. Also ein richtig tolles Fahrzeug. Länge sind 7,54 Meter, Höhe 2,61 Meter und die Breite 2,25 Meter, 1,6 Tonnen Gesamtgewicht, 4 Schlafplätze, aber wieder mal einer typischer für 2, würde ich sagen, ist er perfekt. Denn du wirst gleich sehen, warum. So sieht er von hinten aus. Also auch hinten ein bisschen anders wie das, was man kennt. Du weißt, wozu das hier da ist, diese Griffe? Nö, ich weiß es nicht. Wie in Amerika, dass man sich so hinten draufstellen kann. Nee, keine Ahnung. Nee, damit kannst du den Wohnwagen schieben, wenn du auf dem Platz bist. Und du rufst mal die Leute, weil es gibt die Möglichkeit, per Motoren den selbst zu fahren und Batterie. Aber du kannst ihn einfach schieben, das machen viele. Das heißt, du hängst den ab vom Auto, musst ihn ja dann in die endgültige Parkposition schieben, wie beim Flugzeug. Und dafür ist das da. Ja, du weißt auch, wozu das ist hier. Guck mal hier von Thule. Da kann ich einen Fahrradträger anbauen. Genau, das ist schon vorbereitet, denn man darf nur an ganz bestimmten Stellen bei diesem Wohnwagen überhaupt irgendwas reinbohren. Und deswegen haben die Halterung direkt schon montiert. So, Bremslicht ist drin, Silber. Also ist schon gehoben. Man muss aber auch sagen, die Engländer bekannt dafür, dass sie nicht, ich sag mal, gutes Essen machen. Dafür aber gute Wohnwagen? Dafür gute Wohnwagen. Okay. Nee, weiß ich nicht. Also ich kenne jetzt nicht so viele Engländer, aber wenn man die hört, dass die morgens da irgendwie Bohnen essen mit Tomatensauce. Habe ich auch Lust, was zu essen. Habe ich auch schon lange nicht mehr gegessen. Rote Bohnen und was gibt's da noch? Wenn du mal gerade aufmachst kurz hier. Ich habe eine Kleinigkeit vorbereitet, denn, nee, ist schon offen, muss nur ziehen. Das habe ich schon vorbereitet. Hier ist die Aufbaubatterie drin, wie im Wohnmobil. Das heißt, du kannst das Ding autark hinstellen und es ist alles schon vorbereitet. Okay. Da ist der Stromanschluss, also der ist auch schon da. Das heißt, Fernsehanschluss ist schon da. Das ist für DVB-T. Dann hast du was ganz Besonderes. Alle diese Wohnwagen aus England haben keinen Wassertank drin, sondern ziehen sich mittels dieses Ultraflow aus einem externen Tank einfach das Wasser raus. Das heißt, du stellst also hier einen externen Tank hin, zum Beispiel 30, 40 Liter, und der saugt sich das an selber. Das heißt, ich habe den, wobei der Wassertank hat ja jetzt keinen Platz weggenommen, großartig, oder? Schon, aber du kannst dann selber wählen, brauche ich 10 Liter, brauche ich 20 Liter. Er hat eine Kassettentoilette und das Besondere an der Kassettentoilette, der hat eine elektrische Spülung und dieser Spültank ist nochmal extra, der ist auch getrennt. Das bedeutet, der hat so 6, 7 Liter Spültank mit drin. Das bedeutet, dass du das Wasser, was du für die Spülung brauchst, ja, wenn du das jetzt entleerst, das kannst du drin lassen. Kann ja mal sein, dass du auf dem Campingplatz gar kein Wasser brauchst. So eine Truma-Kombi ist drin. Wenn du mal gerade hier vorne aufmachst, da ist der Bugkasten. Hast du das auch vorbereitet oder das? Nee, das ist jetzt, da darfst du mal was arbeiten. Das ist wahrscheinlich der andere Schlüssel. Tja, jetzt sind wir... Geht. So, der Bugkasten. Im Bugkasten sind üblicherweise einmal drehen, vorne an dem Griff drehen. Wenn du den drehst, Steffi. Nach oben oder unten, wahrscheinlich könnte es sein. Ja, genau. Ich habe es ja selbst. Ich bin immer sehr zimperlich, weil ich möchte nichts kaputt machen. Aber dadurch, dass der neu ist, muss man immer richtig anpacken. Also siehst du auch unten, siehst du den Boden wieder aufgebaut ist, da ist kein Holz drin. Nee. Das ist auch schon gut gemacht, das ist blau dort unten. Also du hast hier 2 Gasflaschen mit jeweils 11 Kilogramm mit drin. Da hast du jetzt auch noch keine Umschalteinheit mit drin, die automatisch umschaltet, aber das kann man nachrüsten. Ein Alco-Fahrwerk, das kennt jeder. Großer Hersteller für Fahrwerke, der Hersteller in Europa. Ich
glaube, die bauen, also du weißt das Fahrgestell, wo der drauf aufgebaut wird, das ist dieser Stahlrahmen, das sieht man hier eigentlich ganz gut. Guck mal hier nach links. Und dieser, und dieser Stahlrahmen, der drunter ist, der ist tatsächlich von der Firma Alco. Das ist also ein Hersteller, der die serienmäßig macht. So, jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob es dir gefällt. Du darfst rein. Moment, ich will, dass du meinen Blick siehst, wenn ich reingehe. Wir waren nicht drin, richtig? Nein, wir waren noch nicht drin. Also Mach die Augen zu. Ich war schon drin. Ja. So, geh mal rein. Ups. So, und jetzt sagst du mir direkt mal, was du empfindest. Oh, die eine Tür ist offen. Was? Die eine Tür ist offen. Wenn du die mal zumachst. Ja. Genau, du hast also einen abgetrennten Bereich. Erster Eindruck? Gut, gemütlich. Es ist halt gerade, wir haben halt gerade nur Leder gehabt und jetzt Stoff. Ich finde es gemütlich, wie in so einem kleinen Wohnzimmer. Das kann man ja auch wählen. Ja, mach mal zu. Zack. Und süß. Also es ist auch groß, ne? Du hast eine irre Stehhöhe. Es ist groß, es ist hoch und Warte, ich gehe mal einen Schritt zurück, dass man dich mal sieht. Was ist mit der Couch? Und direkt will man sich so in die Ecke lümmeln, oder? Nein, guck mal, ich habe mich direkt hier so reingefläzt in die Ecke. Nee, süß. Richtig süß. Schön. Also das ist von Sprite. Das Besondere ist auch, das ist alles serienmäßig. Also die ganzen Extras, die du normalerweise bei deutschen Wohnwagen gar nicht kennst, wie zum Beispiel viele Fenster. Guck mal hier, wie schön das gemacht ist hier vorne mit den, dass das mehr so wohnlich ist, weißt du? Es ist hell, ne? Also es ist sehr hell. Ach, guck mal, Fliegengitter. Und drüber hast du dann nochmal die Verdunklung, siehst du? Genau. Die du dann mit dem Fliegengitter zumachst. Hier, okay, nee, das kann man nicht. Ich dachte, man kann das hier auch nochmal abdecken irgendwie. Aber hier hast du dann die Stecker. Ja, man kann da schon was machen, siehst du? Du kannst es... Nee. Doch. Was hast du? Mach mal auf, da geht noch was. Das ist der So, und jetzt kannst du es zumachen. Jetzt kannst du hier. Das ist dein Tisch. Das ist dein Tisch. Das bedeutet, wenn du dich jetzt mal reinsetzt, dann hast du einen kleinen Tisch, kannst du essen für 2 Personen, der nicht so stark im Weg steht. Also das Raumgefühl, wo du ja bei jedem anderen Wohnwagen so einen riesen Tisch in der Nähe, ich sag mal in der Mitte hast, der alles wegnimmt, das ist hier gar nicht der Fall. Ich finde es gut. Ich meine, es ist wirklich für 2 Personen ideal, ne? Es gehen auch mehr, das können wir gleich zeigen. Die Tische, die dann wirklich bis hier gehen, dir fehlt ja das komplette Stück hier. Und das hast du hier noch. Du hast, wenn du den Tisch nochmal gerade zurückbaust, weil ich bin immer so ein Riesenfan von so wenig rumstehen wie möglich. Übrigens ein Schwerlastauszug mit dabei, minimalistisch. Viele Steckdosen, das ist also, da habe ich schon gelernt. Das ist mir jetzt direkt aufgefallen. Also hier hast du wirklich, ja, aber für jeden Platz eine, ne? Also da kommt man sich nicht in die Quere. Und hier ist Ladekabel. So, drunter, machen wir auf. Kannst mal reinschauen. Auch viel Platz. Ein großes Regal, Stopp. eine große, okay. Da ist noch eine Schublade drüber, guck mal. Ach, guck mal hier, Geheimfach. Deswegen Stopp. Das sind die kleinen Geheimfächer. Für Fernbedienung und Co. Genau. Das ist drin, aber komm, wir setzen uns mal Du beide. hast das immer mit deiner Fernbedienung, ne? Ja, die müssen weg. Du hast vielleicht gesehen, ich habe die angeklettet bei mir, weil die dauernd rumgeflogen sind. Ja. Das ist die Wasserverteilung, dass man da auch rankommt. Dann hier, mach mal hier bitte auf der Seite, drunter. Nee, ich glaube, du musst einmal... Also es ist nicht schwer, ne? Nicht, dass ihr denkt, das ist hier alles so schwer, aber... Das ist ein Magnet. So, das sind so Magnet. auch so Revisionsklappen. Darunter ist die Heizung übrigens. Wenn du mal nach rechts guckst, siehst du die kleine? Ich sehe es, ja. So, das ist da drin. So, das ist gegenüberliegend. Jetzt hast du hier eine Arbeitsplattenerweiterung bei der Küche, Auch alles. die du dann Hier kannst du noch was abstellen, sehen wenn du kannst. kochst oder spülst oder... Und auch der große Tedford Backofen slash Elektro und Gas guck in mal, einem. Das ist aber, das hatten wir noch nicht heute, ne? Dass wir hier einen Backofen haben. Gibt es bei Kabe ganz oft. Also dort hast du den gleichen Backofen. Guck mal, wie groß der ist. Das ist ein Backofen, Da das passt- untere Teil zum Backen. Passt sogar eine ganze Pizza rein. Eine ganz normale. Nur Nee, mal so oben. als Beispiel. Oben ist Pizza. Da hast du Oberhitze. Ein extra Pizza. Du kannst auch unten natürlich im Backofen die Pizza machen. Ja, oder man kann einen Auflauf machen oder was auch. Du redest von Fernbedienung, ich rede heute irgendwie nur von Kochen. So, dann drüber mach mal hier auf das Kochfeld. Dann zeige ich dir noch eine Besonderheit. Du hast wie zu Hause ein riesen Kochfeld. Das ist wirklich groß. Und
Und eins elektrisch. Guck mal. Guck, ja. Wenn du jetzt am Campingplatz bist und so weiter, dann hast du ein Feld elektrisch und kannst hier zum Beispiel was köcheln lassen. Der Rest ist mit Gas. Ist das Gas mal leer, hast du immer noch ein Feld, was geht. Und du hast 4 Platten, ne? Du hast Ja, also du kannst richtig damit kochen. Ja, kannst ein Serienmäßig. Menü kochen. Ja, ist jetzt aus das Licht, wir haben keinen Strom. Aber wir können mal hier, warte mal, ich sehe ja sehr viel Licht. Machen wir nochmal auf. Sonne und eine Mikrowelle. Also die Küche ist auf jeden Fall top ausgestattet. Und auch eine große Spüle, ne? Boah, die ist echt wirklich, riesig. Wirklich riesig, ja. Ich gehe mal gerade in die Ecke, dann zeige ich mal die ganze Küche für dich, dass man mal genau sieht. Was ist das hier? Auch nochmal so kleine Fächerchen, große Mikrowelle. Relativ groß. Relativ groß, ja. Schon ewig keine Mikrowelle mehr gehabt, aber sind die größer sonst? Ein bisschen, ne? Wahrscheinlich. Ja, vielleicht, aber es muss ja nur ein Teller rein, dann ist gut. Dann der Kühlschrank, direkt darunter, Dometic, ein professioneller großer Kühlschrank mit Eisfach. Oben ziehen, dann ist die 8er Serie von Dometic. Gibt schon ewig, Der war neu. funktioniert, Klar, ist ja auch neu. ist neu. Aber wir haben hier tatsächlich einen 2021er, also brandneu. In der Mitte ist noch was zum Ausziehen. Ach, guck mal. Ach Diese so. Fächer mag ich ja. Die Apothekerschränke. Diese Apothekerschränke, genau. Ich habe keinen leider zu Hause. Guck mal da für Fernbedienung. Schau mal. War Scherz. Ja. Ein Besteckfach. Besteckfach. Könntest du aber auch eine Fernbedienung reintun. Ja, dann hast du hier noch Kurz mal auch in der Zeit. Hatten wir das schon? Nee, ne? Warte, ich komme. Ja, so noch so ein Klapp. Da kannst du schwere Sachen reinmachen. Kannst du schwere Töpfe, Pfannen oder Fernbedienungen. Das ist jetzt der Run. Reinmachen. So sieht übrigens die Arbeitsplattenerweiterung aus. Und guck mal hier, du hast hier eine Vorrichtung auch für, kann man das rausnehmen? Nee, ne? Nee, das ist für Teller. Ah ja, das ist für Teller und Weil du ja Gläser hier, wahrscheinlich, genau. weil du hier im Wohnwagen bist, also wenn du da jetzt irgendwas klappern solltest, du fährst ja nicht hin, man darf ja gar nicht mitfahren während der Fahrt. So ist es. Und dann hast du hier dein Sideboard. Das kannst du entweder verwenden, um irgendwas abzustellen oder halt einen Fernseher hinzumachen. Oder. Guck mal hier, für Fernbedienung. Das ist doch auch. Genau, für Fernbedienung oder hier könnte man die auch noch ablegen. Also Die Fernbedienung. die Fernbedienung meine ich jetzt. Aber schau mal, wie viele Steckdosen. Das fängt allein in der Küche an. Hier hast du 2 Steckdosen, Ja. genau an der richtigen Stelle. Ich sage das, weil viele extra dann nochmal konfigurieren müssen. Du hast richtiges Licht drunter. Achso, wir haben es jetzt nicht, aber genau. Hier auch nochmal Licht, 3x LED ist da nochmal drin. Dann hast du hier oben nochmal die Bedieneinheit mit großem Display mit drin. Eine Truma Kombi 4, die da ist. Und hier kannst du übrigens, dieses Bett kannst du dann tatsächlich umbauen. Dann, Ah ja. du nimmst einfach die Polster weg, dann hast du 2 Liegeflächen für ein kleines Kind. Ja, ich sag mal. Oder eine kleine Frau. Oder dich. Also ich glaube, ich lege mich jetzt nicht drauf wegen meinen Schuhen, aber ich könnte Gerade so. gerade, ja, ich schlafe sowieso immer so. Immer so. Du drehst dich nie? Doch, ich glaube schon. Ich drehe mich schon, ja doch. Also das wäre doch ein bisschen eng. Als ich Aber vor kurzem von meiner Freundin geschlafen habe, die ein kleineres Bett hatte, bin ich rausgefallen nachts. Also ich würde hier vielleicht, aber nö. ich glaube, das hängt von dem Alkoholisierungsgrad ab, Nee, da war ich den du nüchtern. hast. Nein, Warst nüchtern. Da war ich nüchtern. Ob man auf so einem Teil schlafen kann. Weil es soll ja Leute geben, die sogar auf einer Parkbank. Warte mal, ich zeig mal. Steffi, willst du einklappen? Dabei ist es ganz einfach, Steffi. Ja, Genau. komm. Mit beiden Händen auf beiden Seiten gleichzeitig. Achso. Mit? Und dann geht's. Wenn man es ist immer so. Einmal gemacht. Und das Ganze soll ja auch stabil sein. Ja, ich weiß. Also das ist, warte mal, wenn du dich mal gerade noch mal reinsetzt hinten, vielleicht mal so ein Kissen noch mal nimmst, dann mache ich noch mal so ein Fotofinish. Steffi plus Grau. Sehr schön. Das könnte die Firma Sprite jetzt verwenden im deutschsprachigen Sektor. Hier oben 2 Lautsprecher drin. Die sind direkt hier von Kenwood eingebaut. Sehr lümmelig, sehr schön. Sehr schön. Wo wir wieder beim Wort Lümmel sind. lümmelig sind. So, jetzt kommt's. Jetzt haben wir ja den Raum gesehen. Das hier ist ja quasi ein Wohnraum / Küche. Das Ganze ist komplett abgetrennt. Der Wagen ist ja nicht irre lang, haben wir gesehen. Also der ist, ich glaube, über Deichsel 7 Meter irgendwas.
Und wenn du jetzt mal aufmachst, spätestens dann habe ich geschrien vor Glück, weil die Anordnung ganz anders ist, was du erwartest. Weil du erwartest nicht, dass jetzt das kommt. Jetzt bin ich gespannt. Das ist wie Weihnachten so. Jetzt. Du kennst das im Internet, wenn da so Anreißer kommen. Das, was die Leute dann gesehen haben, verstehst du, dass du es gucken sollst. Aber das ist wirklich der Hammer. Geh mal rein. Nice. Erstmal kurz Spiegel gucken. Wow. Das ist aber nice. Das ist echt geil. Schön. Eine Abtrennung. Das ist schön. Das ist schön. Dann das Queensbett. Also das gefällt mir. Das ist toll. Du hast ein abgetrenntes Bett und du kannst hier zumachen, wenn du im Bad stehst. Ist ein Raumbad mit drin. Siehst du? Dann kannst du einfach beide Seiten zumachen oder auch nur eine Seite. Wenn du abends mal auf Toilette gehst, kannst du eine Seite zumachen. Süß. Das ist richtig gut durchdacht. Ich komme auf die andere Seite, denn dann sieht man es vielleicht ein bisschen besser, dass du jeweils einzelne Räume hast. Also es ist eine richtige Wohnung. Ich mache mal zu, dass du hier drin bist. Ja, da ist das Queensbett. Ich sperre dich mal weg. Darfst du. Okay, tschüss. Dann Memory Foam. Also du hast wirklich eine Top-Matratze hier drin mit Memory Schaum, 2 Kleiderschränke auf jeder Seite. Das kennen wir beim Queensbett. Herrlich. So, Mittag. Steffi liegt übrigens auf dem Wohnraumteppich. Da ist er, der auch noch dabei ist. Auch bequem. Und du hast irre viel Platz, oder? Also, richtig gut. Guck mal. Also für dich alleine. Könnte noch jemand liegen. Könnte? Gut. Die Männer werden wir dir besorgen. Mein linker Platz ist frei. Ich wünsche mir den Nikolai. herbei. Da hast du Fernsehvorbereitung. Nochmal ein Schrank. Natürlich ein Häki hier oben drin. 2 Staufächer nochmal hier drüber. Und Wirklich gut durchdacht. Ne? Durch diese Raumteilung. ja, es sind so mehrere Räume, Genau. dass wenn du gerade mit Kindern unterwegs bist, vielleicht schläft doch ein Kind vorne, das kann alleine aufs Bad gehen, auf Toilette. Oder dass man einfach auch wirklich mal doch jemanden nicht sehen möchte, mal ein bisschen Privatsphäre braucht. Du hast Streit zum Beispiel mal mit jemandem. Dann sagst du, nee, ich will jetzt deine... Jetzt Ruhe. Wenn du da will ich aufmachst. jetzt nicht mehr sehen. Tschüss. Tschüss. So. Steffi, würdest du bei mir nochmal aufmachen, bitte? Bitte. Hallo. Dann kann ich die Duschen nämlich mal zeigen. Ja. Da wäre der Bademantel zum Beispiel oder die Jacke, die könnte man hier aufhängen. Dann hast du eine große Dusche. Die ist aber wirklich auch groß. Und guck mal, wie nennt sich das? So eine Massagedusche oder irgendwie sowas. Regendusche. Boah, das ist irgendwas Englisches. Ich habe sowas noch nie gesehen. Das ist in der Mitte offen. Sieht aus wie so ein Dyson-Ventilator. Dann hier unten hast du warm-kalt. Massagedusche oder so. Also der Hersteller ist Plastec. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Und Ich sitze schon auf der Toilette. Ich musste mal mich auf die Toilette setzen. Nee, aber passt. du hast hier auch viel Platz. Viel Beinfreiheit, könnte man sagen. Steffi, wir tauschen mal gerade. Da vorne ist dein Lieblingshund-Name? Akito. Akito. Da draußen ist er. Und wenn du mal bitte in die Dusche gehst, dann kann ich mich mal auf die Toilette setzen und einfach mal zeigen, Ja. wie viel Platz man hier drin hat. Einmal drehen bitte. Geht? Es geht gut. Hebt mal die Arme zum unter den Achseln waschen zum Beispiel. Geht auch. Also du hast Platz pur, oder? Ich habe richtig viel Platz. So, die riesen Dusche mit drin. Das Waschbecken hier von Big Beer, das interessant gelöst ist. Dann hast du überall Spiegel. Einmal hier, Steffi, einmal da. Das ist ja für uns Frauen, oder ich kann ja von mir nur sprechen, oder für viele Frauen, Spiegel ist immer wichtig. Und du kannst zumachen. Du kannst also hier nochmal die Tür mal schließen. Wenn du mal zumachst, dann merkt man den Raum. Also hier kannst du dann zumachen und hast wirklich deine Ruhe in einem Wohnwagen. Also ganz anderer Grundriss wie alles, was man kennt. Darunter ist dann nochmal eine Tür. Kann man was reinmachen? Ich mach mal auf. So sieht das Ganze aus. Ja, es muss nicht immer das Reisemobil sein. Du könntest dir ja vorstellen, Steffi, wenn du
Wenn du hier das hier eine Basis-Reisemobil hättest, da reden wir dann nicht über vielleicht 26.000, da reden wir dann über 56.000. Und der Vorteil ist auch vom Wohnwagen, du hast keinen Motor. Du hast gar nicht die Kosten. Ja, und du kannst wirklich auch mit dem Auto dann, wenn du jetzt mit dem Wohnmobil in den Urlaub fährst, kannst dann mit dem Auto nochmal einfacher irgendwo hinfahren. Du kannst das Auto noch benutzen als Transportmittel. Du kannst das Auto als Transportmittel benutzen. Abends mal in die City fahren, eine Rundreise, was auch immer. Nach Düsseldorf an den Rhein könntest du fahren. Das wäre bei dir. Ganz viele Wohnmobile, Reisemobile, auch in Düsseldorf am Rhein tatsächlich. Im Moment, gell, weil die ganzen Plätze zu sind. Ich denke mal. So ist das. Mach mal dort oben bitte mal auf, die Klappe rechts, die kleine. Das ist so ein kleines, nettes Detail, die geht dann so auf, dass du jeden Raum auch nutzen kannst. Auch hier, ne? Das ist auch nochmal eine Ablagefläche. Ja, du hast ganz oft, wenn das sehr, sehr starke Bogen ist, wie hier oben, dann kann man die Fenster nicht öffnen. Das ist als Sicherheit. Aber du merkst, ist alles doppelt verglast, siehst du? Ja. Du hast also hier eine Scheibe drin und das Fenster kann man nicht öffnen, aber man kann es verdunkeln. Mach mal zu, bitte. Ne, oben, der Rollo. Unten hatten wir schon. Du brauchst ja kein Fliegengitter hier, weil man kann es eh nicht aufmachen. So, das heißt, abends kannst du zumachen und wenn die Sonne zum Beispiel scheint jetzt in Südfrankreich, wo man öfter mal Sprite sieht. Also made in England, wahrscheinlich mit Strafzöllen versehen, die sind ja jetzt nicht mehr in der EU. Aber schön. Aber sie stehen, gut, muss ich sagen. sie stehen tatsächlich in Mülheim an der Ruhr. Das ist gar nicht weit von weg von Düsseldorf. Wie lange fährt man? Eine Stunde? Eine halbe Stunde. Knappe halbe Stunde. Eigentlich so du bist in einer halben Stunde mitten im Ruhrgebiet. Wir sind ja schon im Ruhrgebiet und auch sehr schnell in Düsseldorf oder Köln. Also sehr zentral. So ist es. Sollen wir mal kurz drunter gucken? Da ist noch ein riesen Staufach. Da kannst du vielleicht deinen Koffer verstauen oder Schuhe oder auch Fernbedienung verstecken. Nee, hier kannst du auch nochmal richtig viel. Ich glaube, wenn ich klein machen würdest, du würdest fast reinpassen. Ja. So groß ist das. So, das wollte ich euch auf jeden Fall mal zeigen. Der Sprite, also ein außergewöhnlich toller Wohnwagen. Ich knie nieder vor dir, guck mal. Mit grauem Polster, also gar nicht so englisch, wie man es kennt. Was natürlich der Hingucker ist, ist dieser tolle Tedford. Gut, jetzt ist ja Schweden. Ich bin mir gar nicht sicher, ist das ungefähr die Höhe von England? Schon, oder? So Schweden, also da oben im Norden, die haben es. England ist ja auch nicht gerade so ein warmes Land, glaube ich. Wenn du da ich glaube, da regnet es auch sehr, sehr viel. Also ist schon auch eher. Dass die Raumaufteilung so sein muss, dass wenn es mal wirklich schlecht ist, dass du drinnen auch Zeit verbringen kannst, das kannst du hier. Kann man hier definitiv. Definitiv. Ich finde mal schön, wenn man erstens hier Platz hat, dass man nicht so, sich so eingeengt fühlt. Und wenn man mit dem Partner unterwegs ist, dass man auch wirklich mal sagt, so, ich nehme mir jetzt mal Zeit für mich und habe eine halbe Stunde für mich alleine oder eine Stunde. Und das kann man hier definitiv auch machen. Tja, jetzt sind wir wie lange schon mit Camping? Ein halbes Jahr schon zusammen? Ja, ich glaube, die erste Staffel haben wir gedreht im Herbst noch. Spätherbst, irgendwas. War es auch urselig, das Wetter, aber ich meine, es war Herbst. Boah, wir werden nie wieder drehen, wenn die Sonne scheint, habe ich das Gefühl. So ist es. Komm, wir gehen mal raus. Nein. Das nächste Mal scheint die Sonne. Sprite Cruiser 520 SR. Raumbad, Queensbett, Länge 7,54 Meter, die Höhe 2,61 Meter. Merkt man gar nicht, weil er wirkt gar nicht so riesig. Und das ist Steffi im Sprite Cruiser. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss Steffi, wir sind bei RS Reisemobile. Vielen Dank für die Bereitstellung der Fahrzeuge für die Dreharbeiten. Wir sind in Mülheim an der Ruhr. Tschüss.